Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens, noch ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Und mit diesem Video sende ich auch einen kleinen Gruß nach Thüringen, denn der Auftraggeber hat sich schon sehr gefreut, hier auch dieses Video jetzt zu sehen und hat mich dazu inspiriert, auch ein Video damit zu produzieren. Also danke ich recht herzlich, dass ich dieses Material hier verwenden durfte, also die Vorlage entsprechend, die Bilder und daraus ein schönes Relief machen durfte. Herzliche Grüße nach Thüringen. Ich habe das natürlich als Auftragsarbeit beruflich gemacht. Wer gerne sowas haben möchte, kann mich persönlich anschreiben. Die Webseite ist zum Beispiel auch direkt in der Videobeschreibung aufgeführt, worüber du mich kontaktieren kannst. Auch für Schnitzkurse und so weiter. Wer da noch Interesse hat, kann mich also dieses Jahr auch bezüglich dieser Dinge gerne kontaktieren. Ja, ich möchte es gerne mit euch teilen, nicht noch viele Worte verlieren. Also viel Spaß beim Zuschauen, beim Schnitzen und Filmen. Ab. Mein Praktikant Remo von der Schnitzschule tut das jetzt hier einmal rausfräsen, das Relief. Ja, der Remo macht hier gerade ein Praktikum bei mir. Er ist, wenn ich mal kurz ranzoome und man das hier scharf stellt, von der Schnitzschule für Holzbildhauer oder von der Schule für Holzbildhauer Brienz. Genau, und du hast jetzt hier ein Relief rausgefräst. Du bist gelernter Schreiner, siehst du. Du kannst damit umgehen und hast mir das gleich nochmal erklärt, was ich beachten muss. Und jetzt lernst du Holzbildhauer. Du hast es erst gezeichnet, vergrößert und ja, gibt es hier was Spezielles zu beachten? Ja, ich habe jetzt hier, dass man nicht alles von Hand mühsam rausmeißeln muss, haben wir beschlossen, dass wir hier mit der Handoberfräse diese Stellen schon grundieren. Da kann man gleich fast auf die Tiefe gehen. Ich bin in 3 Stufen eingefräst, da die Oberfräse so viel kontrollierbarer zu handeln ist, als wenn man die ganzen 15 mm auf einmal genommen hätte. Und hier, warum diese Dinge noch stehen gelassen habe, ist wegen der Auflage. Also, dass man da nicht reinfällt, dass der Oberfräsentisch überall noch genügend Auflage hat. Und die kann man dann easy mit dem Balleisen rausstemmen. Genau. Wenn die Faser schon so gebrochen ist, ist das keine große Geschichte mehr. Und somit ist dann das auch schon bereit zum Schnitzen. Sehr gut. Zuvor muss ich aber noch eine Gradleiste einbauen, wo der Remo jetzt schon wieder weg war. Der hat mir aber noch wertvolle Tipps gegeben. Ich tue also mit einem Schwalbenschwanzfräser hier ungefähr 8 mm tief eine Schwalbenschwanz-Nut einfräsen. Und das mache ich mit einem Anschlag. Die Oberfräse ist schön eingestellt. Ich mache erstmal einen Probeschnitt. Meine Gradleiste passt jetzt gut hier rein. Die wird nach hinten ungefähr einen halben Millimeter dicker. Die habe ich zuerst angefertigt. Nach der Empfehlung von Remo, da gibt es verschiedene Methoden. Manche machen auch zuerst die Nut und dann die Leiste. Aber so kam mir das recht gut entgegen. Jetzt tue ich noch das Material herausnehmen in der Mitte, auch mit der Oberfräse. Schnitze das einmal kurz nach mit diesem Stemmeisen hier. Und auch hinten noch dieses letzte Stück, das kriegt man mit der Fräse eben nicht raus. Das muss man dann mit dem Stemmeisen rausnehmen. Und dann leime ich diese Gradleiste aber auch ein, komplett, weil das nur so ein kurzes Stück ist und das nicht großartig irgendwo hin kann. Die ist aus Eiche, diese Gradleiste, und eben genau die Faser andersrum, dass sich das gegenseitig stabilisiert und das Brett sich nicht rund und hohl ziehen kann. Dafür ist diese Gradleiste also sehr, sehr wertvoll und unerlässlich für große Reliefarbeiten. Hier, das war jetzt noch der Wunsch des Kunden, fräse ich noch ringsherum ein Profil an, weil ich für diese Oberfräse zum Geburtstag so einen schönen Satz Fräser bekommen habe von jemand aus meiner Familie, und deshalb kann ich das noch anfräsen. Das hat der Kunde gesehen, diese Fräser, und meinte, fräs mir doch bitte hier noch so ein Profil ran, und das hat auch viel Spaß gemacht, weil es jetzt wirklich wie ein richtiges Bild aussieht. So, jetzt kann ich das machen, was der Remo sagte, hier mit dem Balleisen diese entsprechenden Hilfsstege wegstemmen, und das geht natürlich auch sehr schnell, und man lernt auch sofort, wie die Faser an dem Holzstück verläuft. Beim Schnitzen muss man immer darauf achten. Hinten, da habe ich eine Schnitzkugel, da ist ja aus Marzahn.
Leider ein Schnitzer verstorben, viel zu früh. Und der hat mir diese Kugel vermacht, noch vor seinem Tod. Und damit kann ich jetzt schnitzen. Da kann man mit so einem schraubzwingartigen Element eben verschiedene Figuren oder auch Reliefarbeiten einspannen. Wirklich sehr komfortabel und sehr massiv diese Ausführung dieser Schnitzkugel. Und ich tue jetzt halt mit modellierenden Schnitten. Natürlich muss ich erstmal die Linien umranden, da nehme ich einen Geißfuß dafür. Ihr könnt da also verschiedene Arten von Geißfüßen verwenden, die ihr halt zur Verfügung habt. Er sollte eben nicht zu klein sein und dann nehme ich hier ein Hohleisen, einen Stich 5 von 35 mm angefangen. Jetzt habe ich hier einen 25 mm breiten und dann auch noch einen 18 mm breiten, und damit tue ich diese Arbeit erst einmal ausmodellieren, weil hier auch eine gewisse Unsicherheit besteht. Ja, also wenn man das den ganzen Tag nur Reliefe schnitzt, kann man das natürlich auch sehr schnell mit ganz direkten Stichen rausholen und auch hauen, aber ich schneide jetzt hier von Hand mal vorsichtig mich ran. Man sieht es ja, mache immer eine kurze Pause mal, gucke mir das mal an, wie sieht das aus, geht das in die richtige Richtung, wo ich es hinhaben will. Grundlegend muss man genau das gleiche wie bei einer Figur machen. Diese plastische Ausarbeitung muss eben auch erfolgen, aber wesentlich flacher, ja, weil ich ja nicht diesen dicken Raum an Material habe nach hinten. Aber ich muss die Stirn sogar etwas zurück befördern, dass die Nase irgendwie rauskommt, ja. Also das muss man sich im Detail angucken. Ich musste hier auch nochmal nachsetzen, zum Beispiel bei der Stirn ein bisschen tiefer und so, dass eben das nicht so Neandertaler-mäßig hochkommt. Und es ist wahrscheinlich auch nicht 100% gelungen, weil das ist wirklich hochkompliziert, so ein Gesicht von vorne, wenn man nicht das volle Material hat. Also das plastisch hinzubekommen, das ist dann schon sehr meisterhaft. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich es meisterlich hinbekommen habe, aber ich habe versucht, mich daran zu arbeiten. Und daran kann man sich natürlich dann auch die Zähne ausbeißen, weil das hinten raus handwerklich auch immer schwieriger wird. Dass es ja dann am Ende auch schön sauber geschnitzt werden soll. Und das hier muss ich mit den Schnitzeisen bewältigen. Da kann ich jetzt nicht groß tricksen, weil das einfach zu fein ist. Und ja, alle anderen Techniken würden hier auch die Oberfläche nicht schön aussehen lassen. Also wenn ich jetzt raspel oder so, das würde mich hier nicht viel weiterbringen, weil ich da nicht reinkomme und nur die Oberfläche ein bisschen bearbeiten kann. Aber ich muss schöne, scharfe, exakte Stiche setzen, unter der Nase zum Beispiel, also bei dem Kind natürlich sehr vorsichtig. Da muss ich das auch erstmal plastisch ausmodellieren. Ich tue also diese Augen wie kleine Kissen praktisch erstmal vorarbeiten, dass die schön gewölbt und ballig sind. Man sieht, ich kann hier wundervoll mit diesem Stich 5, 25 mm, also den Kopf anlegen. Genau wie bei einer vollplastischen Figur funktioniert das. Aber ich nehme halt nur wesentlich weniger weg. Aber überall, wo ich abrunde, ist das genau der gleiche Prozess wie bei einem vollplastischen Objekt. Und steche das Ohr heraus. Kann ich alles mit diesem Eisen machen, je nachdem, ob ich es halt verkehrt rum ansetze, an die Form anlege oder eben die Hohlung benutze, um zum Beispiel neben der Nase was wegzuschneiden. Und hier habe ich auch noch einen weiteren Stich 5, 16 mm. Der ist auch sehr gut geeignet und vorne auch ganz leicht die Schneide so rundlich geschliffen, ja, dass vorne die tiefste Stelle ein bisschen vorgreift. Da kann man also sehr wundervoll an solchen plastischen Objekten oder auch Reliefarbeiten arbeiten, dass ich mir also nicht mit den Ecken des Werkzeuges irgendwas verletze. Ja, mit diesem Geißfuß habe ich hier ein bisschen an dem Mund gearbeitet und lege den eben auf die Seite. Mit der Flanke kann ich so ein bisschen die Lippen auch bearbeiten. Mit einem Hohleisen und einem Geißfuß schneide ich jetzt hier entsprechend auch noch Ober- und Unterlid heran. Unten nehme ich halt das Hohleisen, wie man jetzt hier sieht, ja, dass so ein bisschen diese Tränensäcke da rauskommen. Je nachdem, wie alt die Person ist oder ob das jetzt ein alter Mann ist oder so, kann ich natürlich noch verstärken, vertiefen. Und hier jetzt geht es halt auch daran, diese Kanten schön sauber zu arbeiten. Dann nehme ich halt so kleine, scharfe Flacheisen, vorher nochmal schön scharf gemacht alles. Und jetzt muss ich hier natürlich auch scharfe, exakte Stiche setzen. Das dauert dann alles seine Zeit.
und auch Falten da reinarbeiten. Das Problem ist so ein bisschen, man sieht sofort jeden Schnitt, ja, den ich hier so ein bisschen stehen lasse, die muss ich halt alle nochmal nacharbeiten und also schon sehr herausfordernd, würde ich sagen. Auch diese Perspektive von dem Kind und dass das nochmal wie auf der Person drauf sitzt, also das soll ja auch plastisch erscheinen, der Kopf und der Körper, aber das sitzt ja auf der Person, auf dem Mann vorne drauf und ja, also auch nochmal zusätzlich schwierig, also das würde ich nicht für irgendwelche Anfänger empfehlen, sondern da muss man schon ein bisschen ja, sich eingearbeitet haben, ehe man sowas dann kann und hinbekommt. Auch hier die Haut an den Fingern da noch rauszuholen oder die Fingernägel entsprechend. Also auch nicht so einfach mit einem scharfen Geißfuß und dann geht es weiter mit scharfen Stichen. Hier muss man dann scharf stechen. Wenn man scharf sticht, dann muss man halt nur aufpassen, dass man die Faser oder was man da reinsticht nicht zu brutal macht, sondern immer schön vorsichtig. Deshalb tue ich beim Anlegen lieber erstmal einen Geißfuß nehmen, weil der nicht so tiefe Abdrücke hinterlässt, ja, und ich da auch noch mal ein bisschen bewegen kann. Wenn der Stich nicht exakt ist, nicht an der richtigen Stelle sitzt, habe ich noch nicht die tiefer liegende Struktur verletzt. Aber sobald ich halt scharf steche, muss es an der richtigen Stelle sein, dass ich mir also hier nichts verhunze und nichts ja, Unschönes am Ende stehen bleibt. Ja, diese Sauberschnitzen muss ich dann natürlich so gut es geht hinbekommen. Mit der Haarstruktur, das ist immer schwierig, also dieses Spiel hinzubekommen. Meistens ist es viel zu grob, weil man nicht so feine Eisen hat. Aber wenn ich das alles nur mit feinen, ganz haardünnen Eisen mache, sieht es eben auch nicht immer 100% gut aus. Also man muss an den Stellen, wo das Licht ein bisschen reflektiert oder so, das kann man ja an den Bildern oft sehen, einfach diese Haarstruktur mehr glatt schnitzen, ja, dass man wie so einen Effekt hinbekommt, nicht alles 100% gleich strukturiert erscheinen lässt. Hier sieht man mal, je nachdem wie das Licht kommt, kann man wundervoll die Plastizität erkennen. Ja, das gefällt mir jetzt hier sehr gut, dieser Lichteinfall zum Beispiel. Und man sieht auch hier, was wären wir nur ohne diese moderne Technik. Darüber könnte ich ja auch mal ein Video machen, vielleicht ein Tablet zum Schnitzen oder sowas, welchen Sinn und Mehrwert das bieten könnte. Und ich habe es bei vielen Kursteilnehmern gesehen, die dann gleich mit so einem Tablet oder einem Handy ankommen, um das als Vorlagenheft sozusagen benutzen für ihre Schnitzarbeiten. Habe ich jetzt hier auch mal gemacht, weil man die Bilder oft brillanter sieht, als wie wenn ich sie einfach nur auf Papier ausdrucke. Und ich muss hier nach diesen Bildern arbeiten, habe ich halt keine andere Chance. Den Haaransatz, das ist hier in dem Fall, also muss ich bringen, ja, dass das ein kleiner Absatz wird, obwohl das sehr dezent und weich ist. Man kann das schon fast in der Form verschwinden lassen, aber irgendwo muss ich eine Kante ziehen, um hier einen Absatz hinzubekommen und das zu strukturieren. Da helfen die Eisen nicht 100%, die sind zum Teil zu groß. Und also das ist schwer darzustellen. Auch hier die Wimpern sind bei diesem Kind ziemlich stark ausgeprägt. Da habe ich mich jetzt entschieden, die da reinzustechen. Das ist vielleicht auch nicht der ideale Weg, aber irgendwie muss ich hier weiterkommen. Und dann habe ich mich entschieden, Haut, also in dem Fall Hände und Gesichter nochmal ein bisschen glatt zu ziehen. Wenn ihr das mit dem Messerrücken nicht hinbekommt, dann könnt ihr auch einfach ganz feines Schleifpapier nehmen. Und hinten, das wird ein Aufhänger, dass man dann eine Schraube in die Wand drehen kann und das da aufhängt. Und es zentriert sich dann selbst, dieses Relief, weil es dann recht gut daran hängen wird. Und hier habe ich das jetzt erstmal schön ausgerichtet. Diese Schrift, das ist übrigens die Uniziale aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. Also eine sehr alte Steinmetz- und Bildhauerschrift und die verwende ich hier in dem Fall, weil in der Familie ein guter Steinmetz war, also wo das jetzt mal hinkommen wird, dieses Relief, der also sehr viel Freude daran gehabt hätte und die Nachkommen wissen aber noch, um was es hier geht. Also eine sehr schöne Schrift und hier sieht man nochmal, wie das eingespannt war in der Schnitzkugel und jetzt ist die Arbeit fertig. Danke, dass du mit dabei warst. Gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Abonniere gerne den Kanal, dass du keine dieser Videos mehr verpasst, die ich hier immer wieder hochladen und zeigen möchte. Schreib auch bis dahin noch gerne deinen Kommentar unter das Video bis zum nächsten Video. Dann kannst du auch hier ein bisschen mit interagieren und dem Ganzen
etwas mehr zur Sichtbarkeit verhelfen. Ja, nun hat sich das immer so eingebürgert, dass ich zum Schluss immer Ciao sage und manche sprechen mich jetzt schon so an von euch, die jetzt hier vorbeikommen oder ja, mich irgendwie über diese Videos kennen. Also ich sage eigentlich sonst nicht immer Ciao und das ist ja auch gar kein richtiges Deutsch in diesem Sinne, sondern weiß ich nicht, wieso sich das hier so in den Videos manifestiert hat. Also vielleicht ist es etwas Aufregung. Von daher will ich jetzt gerne mal in diesem Jahr versuchen, ist richtig gut zu sagen, euer Simeon Decker. Also bis zum Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Arbeiten, kommt gut voran und auch Gesundheit wünsche ich euch für das neue Jahr und alles Gute, dass ihr viel Spaß und Freude mit euren Schnitzarbeiten habt. Also das wünsche ich euch von Herzen und sage bis bald, euer Simeon Decker.